Wie ihr so einen Laser als Infrarotlaser nutzen könnt, das seht ihr heute in diesem Video. Mit dem Infrarotlaser und Faserlaser kann ich ja Metall gravieren und das schauen wir uns heute mal genauer an und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Ey, was für ein Eumel, was ich hier in der Hand habe. So, jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Und ihr seht es ist ein neues Lasermodul, das ist der Atom R30. Das ist ein Infrarotlaser, Faserlaser auch genannt. Damit kann man Metall und Kunststoff gravieren. Ihr wisst es selber, wer Laserbesitzer schon ist, der weiß selber, dass mit einem Diodenlaser Metall zu gravieren relativ schwierig ist oder gar nicht geht, sondern nur man kann es nur markieren. Mit so einem Infrarotlaser kann man Metall gravieren, richtig. Ja, richtig gehört. Und da kennt ihr vielleicht auch diese kleinen Faserlaser, die da so rumflitzen. Und da wollen wir uns einfach mal den Vor- und Nachteil so eines Umrüstsatzes einfach mal anschauen. Wollen mal schauen, wie das so angebaut wird und wie das Ganze dann wirklich hier so funktioniert. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe natürlich jetzt schon eine ganze Woche, ja Leute, eine ganze Woche bin ich jetzt schon beschäftigt an Parametern ausarbeiten, um das Ganze für euch anzuschauen. Ich habe das natürlich schon getestet und wir wollen es aber gemeinsam jetzt einfach mal anschauen. Wir wollen es auch nochmal anbauen, was ihr beachten müsst, was nicht funktioniert, vielleicht auch Vor- und Nachteile so eines Nachrüstsatzes anschauen. Und ich will das Ganze an den X7 Atomstark dran bauen. Und dann schauen wir doch mal, ob das Ganze funktioniert. Und ich werde euch natürlich auch wieder die ganzen Speed- und Power-Tests, die ich ausgearbeitet habe, werde ich euch natürlich auch wieder kostenlos zur Verfügung stellen. Und auch für den X7 Pro von Atomstark, wenn das jemand an diesen Laser nachrüsten will, auch eine 3D-Druckdatei, denn es gibt nämlich auch ein paar Problemchen damit. Aber das schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail an. Wozu brauchen wir denn überhaupt so einen Infrarot- bzw. Faserlaser? Ihr kennt es ja, ihr könnt es mit dem Diodenlaser eigentlich nicht wirklich Metalle gravieren. Genau, markieren können wir es schon, da habe ich ja schon mal ein Video darüber gemacht, wie man mit dem Diodenlaser Metalle markieren kann. Das kann ich euch hier nochmal verlinken dazu. Aber mit dem Infrarotlaser kann man gravieren. Was kann man denn alles gravieren? Alles, was organische Materialien sind, können wir nicht gravieren. Das heißt Holz, Glas und so weiter. Alles, was halt nicht organisch ist, das geht. Das heißt also Metall, Kunststoff oder solche Sachen, Stein zum Beispiel, Leder, das können wir alles damit gravieren. Ja, was wird denn alles in dem Paket mitgeliefert mit dem R30? So, also das Wichtigste hier, das Kernstück, das Herzstück hier ist natürlich der R30 selber. Der hat eine Wellenlänge von 1064 Nanometer mit 2 Watt Ausgangsleistung. Also typisch, also Infrarotlaser, Faserlaser, ganz typisch dafür, ist klar. So, gut, was wird denn noch mitgeliefert? Und zwar ist es ein Umrüstsatz, müsst ihr denken. Müsst ihr wissen. Und zwar, hier haben wir auch eine Installationsanleitung, wo wirklich genau alles erklärt wird. Da stehen auch die ganzen Modelle drin. Könnt ihr auch nochmal auf der Homepage nachlesen, denn das ist auch für den A5 gedacht und so weiter und so fort. Müsst ihr einfach mal anschauen, sind für die meisten Modelle eigentlich zum Nachrüsten. So. Es werden da auch alle Schrauben mitgeliefert hier für alle Modelle, die man eigentlich haben kann. Das steht auch in der Bedienungsanleitung dann auch schön auf Deutsch, muss ich sagen, drin. Also richtig schön in Deutsch. Steht dann drin, wo ihr die ganzen Platten anbringen müsst und so weiter. Denn ihr kriegt nämlich da auch so eine Platte mitgeliefert und die müsst ihr dann auch hinschrauben an euren Laser. Aber wie gesagt, steht alles hier drin. Es ist wirklich total einfach, das Ganze da hinzuschrauben. Des Weiteren wird noch eine Platine mitgeliefert. Das hat mich am Anfang echt gewundert, dass dieses Modell eine Platine braucht und dann noch Kabelbinder, dass man diese Platine am Laser befestigen kann. Gut, da kommen wir nachher nochmal drauf zum Sprechen, denn ich habe da nämlich auch eine kleine Verbesserung dafür gedacht. So, und ein Netzteil, weil dieses Modul muss extra angesteuert werden. Hier haben wir noch einen Power-Eingang mit einem Einschalter hier für dieses Lasermodul und es wird dann noch ein Kabel mitgeliefert, wo man das Ganze dann umstecken kann. So, das ist eigentlich schon mal das Gröbste, was mitgeliefert wird und jetzt schauen wir es uns direkt mal an und bauen das Ganze mal an. So, jetzt möchte ich euch noch mal ganz kurz einen Größenvergleich bringen. Ihr kennt vielleicht dieses 10 Watt Modul, das ist vom X7.
Jetzt kommt dann der X20. Das ist der X20 hier von der Größe her. Ihr seht schon, es ist ja schon deutlich ein großer Unterschied. So, und jetzt haltet euch fest, wenn ihr jetzt einen direkten Vergleich nebeneinander habt. Jetzt schaut mal diesen riesen Eumel an hier, was ihr hier mitfahrt zum X20. Dieser riesen Unterschied hier, es ist schon enorm. So Leute, es ist wirklich innerhalb von 2 Minuten passiert. Platte wegmachen, 2 neue Platten hin, fertig und gut ist. Jetzt kommen wir aber zu dieser Platine hier. Und zwar, diese Platine hat jetzt hier nicht wirklich Platz. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Also da werden Kabelbinder mitgeliefert. Ihr könnt die Platine hier oben festmachen mit Kabelbindern. Das ist überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, bei mir hat es funktioniert, aber ich habe eine andere Lösung im Netz gefunden. Und zwar werde ich die euch unten auch noch verlinken. Das ist für diejenigen, die einen 3D-Drucker haben. Also wie gesagt, den Link zu dieser Datei hier werde ich euch unten nochmal verlinken. Und zwar ist es jetzt ganz einfach. Ihr müsst jetzt hier bloß die Schrauben hier lösen. Ihr müsst dann hier diesen Halter hier hinmachen und dann wird die Platine so festgemacht hier oben. Ist überhaupt kein Problem. Und da braucht man eigentlich nur noch, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, die Kabel tauschen. Das heißt, der kommt hier rein, das kommt ins Lasermodul rein und dann kommt der Stromanschluss. Fertig. So, jetzt kommen wir aber zum nächsten Problem, oder was heißt nächsten Problem? Es ist nicht wirklich ein Problem, es wird aber in der Bedienungsanleitung, das muss ich jetzt echt sagen, da hätten Sie sich ein bisschen mehr, ja, Atomstark hätte da ein bisschen mehr reinschreiben müssen. Und zwar ist es jetzt so, weil manche Leute wissen es vielleicht nicht, ihr seht jetzt gleich mal, was passiert. Und zwar fährt der Laser, weil der ja doch ein Riesenmodell ist, passiert übrigens auch beim X20, weil der ein bisschen größer ist noch, fährt das Ganze hier, wenn er Home macht, weil wir haben ja hier unten den Endschalter hier drin. Endschalter hat doch einen riesen Vorteil, wenn man einen Endschalter hat, dann ist es relativ genau, aber er fährt hier und hier gegen den Rahmen. So, jetzt steht in der Bedienungsanleitung nichts drin, wie man das Ganze machen kann, und zwar ist es, das werde ich euch jetzt gleich nochmal zeigen, in der Software, wie man es softwaretechnisch im Lightburn lösen können, zeige ich euch gleich, wie gesagt. Ich habe aber eine andere Lösung, und zwar, ihr kennt doch alle von eurem Air Assist diesen Schlauch hier, diesen Gummischlauch. So, jetzt haben wir ja hier beim X7 auch einen Stopper hier unten drin. Also der ist jetzt hier drin ein kleiner Stopper, und da ist so ein kleines Metallstiftchen, das dagegen fährt. Da habe ich jetzt einfach diesen Gummischlauch 5 mm, wenn überhaupt 5 mm abgeschnitten und habe ihn einfach hier drüber gestülpt über dieses Endschalter, und schon schaltet der Schalter, bevor der Laser hier an den Rahmen kommt, schaltet ab. So, das ist überhaupt gar kein Problem, das Ganze einfach zu lösen. Eine andere Variante für da vorne habe ich auch schon gelöst, und zwar hier fährt er ja auch dagegen, und ihr seht es ja selber, wir haben hier doch einen relativ großen Abstand, und da müssen wir irgendwas machen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe ganz am Anfang mir einen Klotz hier gebaut, der ist einfach aus Acryl hier, also hier wird der Klotz dann drauf gesteckt hier unten auf diese Schraube, und schon hält er praktisch an und schaltet. Das ist gar kein Problem. Gut, Klotz funktioniert. Jetzt natürlich, wenn man 3D-Drucker hat und freundliche, liebe Leute hat, vielen Dank an Kessler Modellbau, der das mir ganz schnell gezaubert hat. Und zwar, hier gibt es einen Klotz, den kann man sich drucken. Die Bohrungen könnte sein, je nach Drucker, wenn ihr das selber drucken wollt, müsst ihr vielleicht noch ein bisschen aufbohren. Und zwar ist es jetzt so, ihr braucht das nur hier hinstecken, hier unten draufstecken, an dieses Stückchen hier dran und festschrauben. Und schon, also mit einem ganz kleinen Schraube einfach festschrauben, und schon habt ihr einen Stecker. Also vielen Dank an Kessler Modellbau. Ich werde die Datei auch wieder auf der Homepage kostenlos zur Verfügung stellen. So, kleine Problemchen gelöst. Was heißt Problemchen? Es sind nicht wirklich Problemchen, aber ich hätte eigentlich jetzt schon ein bisschen mehr erwartet, dass Atomstark das in die Bedienungsanleitung reingeschrieben hat. Haben sie leider nicht. Und einer, der nichts weiß, der macht das Ding an und dann fährt das Ding an den Rand. Ist
ist klar, ist logisch, die Stopper kommen nicht mehr zum Schalten hier, muss ich sagen. Aber wie gesagt, softwaretechnisch zeige ich euch nochmal, wie das funktioniert. Aber ich sage jetzt mal so, Leute, baut euch so einen kleinen Klotz, wenn ihr keinen 3D-Drucker habt. Das ist 5 Minuten, ist dieser kleine Klotz hier erledigt. Ich mache da eine Bohrung rein, mache die gewisse Länge hier drauf, stecke es einfach drauf und schon schaltet das Ding. Ist überhaupt kein Problem. Hier oben beim X7, beim X20 brauche ich, glaube ich, gar nichts hier oben. Da funktioniert es, genau, da funktioniert es. Da brauche ich nur diesen kleinen Klotz hier unten beim X20. Bei den anderen Modellen weiß ich es leider nicht. Und hier oben beim X7 ist es ja nur so, dass ich dieses kleine Schläuchchen drauf gesteckt habe. 3 mm, 4 mm und schon schaltet er auch wieder. Auch kein Problem. Also Leute, jammert nicht so groß rum, es ist alles lösbar. Aber ich hätte es eigentlich schon erwartet. Genauso das mit der Platine hier, die 3D-Druckdatei, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und hier mit Kabelbindern hinzumachen. Ja gut, es ist auch machbar, wie gesagt. Ich habe es euch ja gezeigt. So, ich würde jetzt mal sagen, wir haben das Ganze erledigt. Wir gehen jetzt mal kurz an den Rechner und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr keine Stopper hinbaut. So, jetzt steckt ihr einfach euren Laser ganz normal an, macht ihr das Ganze. Ihr seht, wir sind jetzt gerade im Lightburn. Das Wichtige ist, dass ihr den Laser noch nicht anschaltet, sondern wir müssen vorher nochmal ein paar Einstellungen machen. Und zwar geht es jetzt hier oben in Lightburn auf Geräteeinstellungen, bearbeiten Geräteeinstellungen und macht dieses Home, die Home-Funktion, Auto-Home-Funktion auf jeden Fall mal aus. Nicht, dass der Laser dann automatisch in die Home-Position fährt. Und das Wichtige ist jetzt noch, das habt ihr schon mal den ersten Schritt erledigt. Ihr müsst jetzt hier, wenn ihr die aktuelle Position oder sonst irgendwas eingestellt habt, hier auf absolute Koordinaten gehen. So, jetzt ist es gar kein Problem. Jetzt geht es rüber zum Laser und stellt den Laser so in die Position, schiebt den Laser, noch nicht anschalten, schiebt den Laser so in die Position, dass er nicht an den Rahmen anstößt, dass ihr noch genug Platz habt und schaltet den Laser einfach mal an. So, jetzt würde ich an eurer Stelle hier unten, ihr habt es ja gesehen, das wisst ihr, wenn ihr eure Laser verbindet, ich habe hier mir extra noch ein nächstes Profil hier angelegt. Da könnt ihr einfach euch nochmal ein Profil hier, Laser suchen oder manuell erstellen, einen Laser aussuchen oder einen anlegen. Das mache ich dann extra, weil ich habe es ja nochmal mit der Auto-Home-Funktion, habe ich ja an, zeige ich euch aber gleich nochmal. Und da nehme ich mein extra Profil dafür her. Das kann ich euch nur empfehlen. Also macht es dann hier euer Profil. Je nachdem, was ihr auch für eine Größe der Arbeitsfläche dann habt. So, also, dann haben wir das Ganze erledigt. Ihr habt es dann angeschlossen hier, habt es dann verbunden miteinander. Dann ist es kein Problem. Jetzt können wir mal testen einfach mal. Jetzt zeichnen wir hier einfach mal ein kleines Rechteckle und werden das Ganze jetzt einfach mal hier einen Rahmen fahren. Jetzt ist es wichtig, Leute, ihr dürft hier dann nicht mehr auf dieses Home gehen oder sonst irgendwas, auch nicht auf diesen Startpunkt gehen. Diese zwei Button könnt ihr ein bisschen vergessen, denn ihr müsst dann nämlich nachher, das zeigen wir jetzt gleich mal, jetzt schauen wir mal, ob der Laser den richtig abfährt. Jetzt machen wir da mal wie gesagt, haben wir gezeichnet. Jetzt schauen wir mal, jawohl, er fährt jetzt ans Kästle ran und wird das Ganze jetzt an dieser Stelle lasern, also es funktioniert. Und jetzt ist es so, wenn er aufhört zu lasern, könnt ihr dann sagen, geht zur Startposition zurück. Und der Laser würde in die Startposition wieder zurückfahren. Also vergesst diesen Punkt hier, dann fährt er nämlich gegen den Rand und benutzt nur diesen Button hier. Und dann ist es gar kein Problem, dann können wir hier mehrere Sachen nochmal lasern. Jetzt machen wir nochmal einen Rahmen, probieren wir, ob es nochmal funktioniert. Jawohl, er fährt richtig ab hier, überhaupt kein Problem. Und geht zur Startposition, dann fährt er wieder in deine Ecke, wo er hergekommen ist. So, also, dann haben wir das Ganze mal erledigt. Jetzt machen wir das Ganze hier mal weg. Und jetzt zeige ich euch noch, wie das Ganze funktioniert mit diesen Endschaltern. Und zwar müsst ihr dann wieder auf Geräteeinstellungen das Ganze dann mit diesen Endschaltern Auto-Home-Funktion könnt ihr wieder anschalten. Das ist kein Problem. Da könnt ihr euch selber auswählen, wie ihr wollt. Jetzt können wir mal den Laser irgendwo hinfahren lassen. Bam, bam, bam. Ist okay. Und jetzt gehen wir mal in Autoposition und Home-Position. Und siehe da, er geht in die Home-Position, fährt nicht an den Rand ran und er justiert sich dann automatisch aus. Also gar kein Problem. Aber jetzt muss ich noch dazu sagen, ihr müsst bei, wo war das jetzt? Maschineneinstellungen, Geräteeinstellungen. Genau, hier. Die Arbeitsfläche müsst ihr abändern.
Also bei mir ist es jetzt ganz lustigerweise gewesen, ich habe ja bei dem Atom Stark X7, glaube ich, 410 auf 400. Jetzt habe ich hier nicht wirklich was verloren, der fährt trotzdem auf die Position 400. Und nach hinten raus, nee, das ist ja die Seite, nach hinten raus sind es 400 geblieben sogar, weil die Schienen ein bisschen länger sind. Also er fährt auch diese Größe ab, gar kein Problem nach hinten raus. Was er praktisch mehr Platz braucht. Zur Seite habe ich normalerweise 410 beim X7 und da habe ich jetzt ausgerechnet, es ist kein Problem, bis der auf 405, bis er dann wieder an der rechten Seite an den Rand fahren würde. Da habe ich jetzt nur im Endeffekt 405, da habe ich gerade mal 5 verloren. Das ist überhaupt kein Stress für mich. 405 auf 400, top. Von 410 auf 400. Also da müsst ihr es einfach nochmal einstellen, damit ihr auch die Größe an, ja, an Laserfläche wisst von dem her. Und somit kann der auch komplett einmal außen rumfahren, der Laser, und ihr habt jetzt wirklich eine komplette Fläche und die Schalter funktionieren. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel gelabert. So Leute, jetzt habt ihr beide Varianten hier im Lightburn gesehen, wie es funktioniert, auch ohne diesen Stopper hier dran. Ich bin aber eher der mit dem Stopper, weil der Laser sich dann einfach genauer justiert. Ihr müsst die Arbeitsfläche anpassen und schon habt ihr einen richtig gut funktionierenden Laser. Eins habe ich vorhin noch vergessen zu zeigen. Es gibt einen kleinen Haken, den kann man rausmachen am Laser, um die Höhe zu, also um das zum Werkstück hier den Fokus einzustellen hier. Klickt sie einfach runter. Bei mir war er ein bisschen locker. Ich habe es mit 2 Umdrehungen festziehen müssen, die Schraube. Überhaupt kein Problem, kann vorkommen. Und hiermit einfach runterklacken und zum Werkstück einstellen, hoch. Nicht vergessen, hoch zu machen, wieder reinzuklicken und fertig. So, jetzt muss ich eins noch zur Sicherheit sagen. Leute, ihr seht es ja hier gerade nicht. Ich habe hier eine riesengroße Absaugung dran, über dem Laser. Bitte, Leute, benutzt das Ganze hier draußen, benutzt eine Absaugung, transportiert das Zeug raus. Bei Metall ist es jetzt nicht so heftig, das ist überhaupt kein Problem. Aber das Problem ist, wenn ihr Plastik lasert, wenn ihr das graviert und so, es stinkt und es ist hochgiftig. Bitte passt drauf auf und saugt den ganzen Scheiß da bitte ab. So, das Zweite, hier, wir haben ja eine Wellenlänge von 1064 Nanometer. Bitte kontrolliert eure Brille, ob die auch dafür gedacht ist. Wenn nicht, ich werde euch nochmal hier unten diese Brille hier verlinken. Das ist eine für die Wellenlänge 1064. Bitte achtet da auch drauf. Und wie gesagt, Laser sind kein Spielzeug und lasst euren Laser bitte nie unbeaufsichtigt. Auch nicht mal nur 10 Minuten mal weggehen oder so. Nee, passt wirklich drauf auf, dass da ja nichts passiert, weil ich habe schon in den ganzen anderen Kanälen und anderen Plattformen, ich habe da schon abgebrannte Laser gesehen. Passt da wirklich sakrisch einfach auf. So, ich würde sagen, genug gelabert und wir gehen es an testen. Ich werde euch jetzt das Ganze abspielen und am Schluss werden wir jetzt einfach nochmal besprechen, was das Ganze ist, und wir schauen es natürlich nochmal im Detail an, die ganzen Sachen, und wir werden besprechen, was Vor- und Nachteile von so einem Nachrüstsatz sind. Ja Leute, noch was in eigener Sache. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, liked es doch mal hier einfach, lasst einen Daumen da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr den ganzen Kanal noch abonnieren, die kleine Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz, und auch kommentieren vor allem, weil das unterstützt meinen Kanal genauso, damit wir hier ein bisschen vom Ranking ein bisschen nach oben kommen. So Leute, auch alle Sachen, die ich jetzt hier im Video verwendet habe, werde ich unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinken. Das sind Amazon-Links, da verdiene ich eine kleine Provision dadurch und damit wird vielleicht meine Arbeit auch ein bisschen gewürdigt, denn ich stelle euch ja die Dateien kostenlos zur Verfügung. Und apropos zur Verfügung stellen, bevor wieder 1000 Fragen kommen, wo sind die Links? Die sind unten in der Videobeschreibung. Auf mehr klicken, dann geht so ein Fenster auf und dann könnt ihr unten, irgendwo ist ein Link auf die Homepage, und da kommt es auf die Homepage und da könnt ihr die Dateien alle kostenlos downloaden. Da werde ich auch alles zur Verfügung stellen, von diesen 3D-Druckdateien, vom Jürgen auch, den Halter und alles andere werde ich zur Verfügung stellen, und die Speed- und Power-Tests vor allem. So, ich würde aber sagen, wir gehen ab zum Lasern.
Boah, das war ein langer Test, mal ganz ehrlich. Ich könnte aber, es macht richtig Spaß. Ich könnte auch jetzt noch tagelang weiter testen, aber das bringt es jetzt auch nicht. Es macht auf jeden Fall mal richtig Spaß. Zum Fazit des Lasers kommen wir nachher. Wir werden uns jetzt die Sachen, die wir gelasert haben, mal im Detail anschauen. Ich werde da ein bisschen was sagen und ob ich begeistert bin oder nicht. Und ich möchte aber noch was von Anfang an berichtigen, was ich ganz am Anfang des Videos gesagt habe. Ich habe ja gesagt, Infrarotlaser / Faserlaser. Dieses Faserlaser streicht es da mal ein bisschen weg, denn es ist kein echter Faserlaser, denn es ist nämlich ein Infrarotlaser, der die gleiche Wellenlänge hat oder wie die meisten, ja ich sage jetzt mal wie die meisten Faserlaser, und zwar liegen die bei 1064 Nanometer und das hat dieser Infrarotlaser auch. Also es ist auch ein bisschen von der Technologie einfach anders aufgebaut und das müsst ihr einfach mal, wenn es euch das wirklich im Detail interessiert, selbst vielleicht mal nachgoogeln. Gut Leute, die ganzen Dateien muss ich nochmal erwähnen. Die ganzen Dateien und die Werte, die findet ihr auf der Homepage und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Nur nochmal zur Info und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die Sachen, die wir gelasert haben, einfach nochmal im Detail an. So meine Lieben, wir schauen uns jetzt mal die Sparte Metall an einfach und werden da mal drauf näher eingehen. Ich kann euch einfach wirklich nur empfehlen, macht Speed- und Power-Tests auf euren Materialien, die ihr lasern wollt. Da kommt ihr am besten klar damit, dann könnt ihr die Einstellungen einfach wählen. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt nach diesem Laser, nach diesen ganzen Lasersachen hier, wirklich richtig begeistert von diesem Laser hier, was der alles packt. Ihr wisst, mit dem Diodenlaser funktioniert Stahl nicht. Stahlblech, ganz normales blankes Stahlblech, ihr seht es selber. Ich kann hier einfach drauf lasern, überhaupt kein Problem. Und ich kann auch noch verschiedene Farben wählen. Und das Ganze ist wirklich graviert und nicht markiert, weil wenn man da mal drüber fährt, man merkt richtig die Tiefe von dem Material, von dem gelaserten, das merkt man richtig hier. Das ist also richtig cool. Ihr könnt es auch hier auf Alu auch direkt lasern und zwar auch in verschiedenen, ja ich sage jetzt mal in verschiedenen Farben, also dunkler, heller graviert. Das ist wirklich graviert, wenn man da drüber fährt, merkt man hier was. Auf jeden Fall, also mit dem Fingernagel, echt top. Und ihr seht es ja, wir können hier verschiedene Helligkeitsstufen sogar lasern. Wir können auch auf Chrom lasern, verchromte Sachen hier lasern, auch heller und einmal dunkler. Wir können, hier seht ihr das nochmal ganz deutlich, hier an diesem hier ist es jetzt dunkel drauf gelasert. Auf der Rückseite habe ich das Ganze hell drauf gelasert. Also ihr könnt, das ist Edelstahl hier, ihr könnt das wirklich frei entscheiden, wie ihr das drauf lasern wollt. Ihr müsst aber halt einfach nur am besten die Speed- und Power-Tests auf die Materialien anwenden. Hier ist es nochmal hell, ne, das ist das Dunkle. Und hier ist auch nochmal hell, das ist auch Edelstahl zum Beispiel. Oder hier auf Blech sogar, auf verchromtes Blech, was ich da für ein cooles Muster drauf gelasert habe. Und sogar Kupfer kann ich schön machen. Also da bin ich auch begeistert. Ich habe hier einmal probiert mit Schwarz drauf zu lasern. Es funktioniert, ihr könnt es ja gerade erkennen. Und ich habe das Ganze auch so gelasert, dass es jetzt nur graviert ist und ganz hell gelasert ist. Also da müsst ihr einfach wirklich richtig schön rumprobieren. Hier seht ihr das auch nochmal am Stechbeitel hier, dass es einmal dunkel ist und einmal hell drauf gelasert ist. Und das ist ganz normaler Stahl im Endeffekt. Und das funktioniert einfach mit dem Diodenlaser einfach nicht. Ich habe hier auch mal ein Bild versucht, aber das sind die Einstellungen noch nicht ganz richtig. Da habe ich noch Striemen drin, wie ihr sehen könnt. Das sind einfach noch mal ein paar Einstellungen, die man ändern muss. Und dann wird es auch ohne Striemen funktionieren. Wenn ihr die Kreuzschraffur einstellt, dann wird die Qualität noch besser. Im Lightburn könnt ihr auch die Kreuzschraffur einstellen, aber das dauert ewig zum Lasern. Und naja, ich habe es jetzt auch mal sein lassen. Aber ihr könnt es ja gerne machen. Hier Stahl genauso. Stahl, wirklich ein reiner nackter Stahl. Und auf Alu eloxiert mit Weiß. Also ich bin da echt top begeistert. Ich kann sogar, was total lächerlich ist im Endeffekt, ich werde nie was enrosten damit, aber ich könnte auch hier ist ein verrostetes Blech, das ist ganz normales Stahlblech und ich kann hier den Rost hier wirklich schön weglasern. Also das ist auch richtig cool, oder? Was meint ihr dazu? Ihr könnt auch gerne mal alles in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr darüber so meint über den Laser und wie ihr das Ganze findet. Schaut mal das auf Alu an. Also ich bin da echt angetan. Auf Alu, ohne Spray, ohne allem. Es ist richtig cool von der Qualität, wie das da so rauskommt. Auf Alu direkt in schwarz. Gut Leute, kommen wir mal zum Kunststoff
Kunststoff bin ich auch richtig angetan, speziell vom schwarzen Acryl. Ihr habt es jetzt hier gesehen, dieses schwarze Acryl. Jetzt sagt der eine oder andere, das kann ich auch mit dem Diodenlaser machen. Ja, stimmt. Und zwar Diodenlaser ist auf der Rückseite mal gemacht worden. Jetzt seht ihr hier den Unterschied. Diodenlaser ist hier. Also man kann es schon erkennen, aber nicht so schön. Und dann schaut mal, wie toll das hier auf diesem Acryl rauskommt in weiß. Da habe ich jetzt auch noch diesen Hirsch gemacht hier, der kommt auch richtig cool raus. Und natürlich auf dem schwarzen Acryl auch noch einen Speed- und Power-Test, um zu wissen, bei welcher Geschwindigkeit er was macht. Also ich würde es wirklich auf jedem Material separat anwenden, weil die Einstellungen schon relativ unterschiedlich sind. Zum Beispiel jetzt hier auf dem Steckernetzteil, schaut mal, wie gigantisch das und wie fein das rauskommt. Man sieht gar nichts. Das ist das Original hier hinten vom Steckernetzteil selber. Und wie toll dieses da rauskommt, mein Logo da drauf. Also ich bin da echt begeistert. In Schwarz natürlich, da wird es jetzt nicht ganz so weiß, aber es ist auch möglich hier und man merkt wirklich, wie das hier reingraviert ist. Handyhülle genauso, hat hinten auch gut funktioniert, hier auf meiner Special Handyhülle. Aber ich sage euch immer dazu, nehmt eine gute Absaugung oder eine gute Lüftung, denn das ist Plastik. Hier war noch ein bisschen Gummi drauf, was hier ist und das stinkt schon und ohne Absaugen ist hochgiftig, Leute, also absaugen. So, auf Weiß, wie gesagt, funktioniert es auch. Auf Acryl, was mich auch verwundert hat, dass es hier bei dem dicken hat es gut funktioniert. Bei diesem dicken Acryl hier, transparent, da hat der Speed- und Power-Test auch mega toll funktioniert drauf. Könnt ihr hier erkennen. Und also echt, und man hört vor allem, wenn man mit dem Fingernagel drüber kratzt, merkt man halt richtig die Vertiefung drin. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf die Vor- und Nachteile zu sprechen kommen dieses Lasers. Erster Vorteil, ich kann meinen vorhandenen Diodenlaser einfach umrüsten. So, und schon kann ich Metall und sonstige Sachen hier schön gravieren, was der Diodenlaser nicht kann. Ich habe dadurch auch einen viel größeren Gravurbereich, weil ihr kennt es ja von den, ich sage jetzt mal, bezahlbaren Faserlasern. Die sind einfach hier auf dem Bereich beschränkt. Die haben meistens so um die 7 auf 7 cm und mehr geht halt einfach nicht. Hier kann ich ja mit dem Erweiterungskit ja theoretisch richtig groß werden. Aber gut, wer es braucht, das ist natürlich klar. Und natürlich der Preis. Der Preis ist natürlich jetzt auch deutlicher Unterschied. Ich kann euch den M4 auch mal verlinken von Atomstack. Das ist ein Faserlaser und der kostet halt schon deutlich mehr. Zu diesem Modul 2 bis 3 Mal mehr und man hat halt nochmal ein extra Gerät drauf. Wer natürlich jetzt schneller in Serie fertigen will, der braucht natürlich schon diesen Faserlaser. So, Nachteile des Lasers ist natürlich auch so dadurch gegeben, wir fahren natürlich mit einer ganz anderen Geschwindigkeit wie ein echter Faserlaser, denn es ist ja ein Umrüstsatz zum Diodenlaser, der kann nicht schneller fahren wie der Diodenlaser selber und deshalb haben wir hier einfach eine langsame Geschwindigkeit und wir müssen wirklich deutlich länger warten, bis die Sachen fertig sind. Natürlich kann ich bei Kunststoff viel schneller fahren, aber es ist immer noch kein Vergleich zu einem echten Faserlaser, der da einfach drüber brutzelt und innerhalb von ein paar Sekunden ist das Werkstück fertig. Was mir so ein bisschen aufkommt, ist halt, sagen wir mal, die Endschalter. Man muss bei diesem Endschalter, wenn man Endschalter will, selber ein bisschen rumbasteln. Das hätte eigentlich mit dazu gehört, muss ich jetzt persönlich sagen. Oder man kann das Ganze auch per Software lösen. Mich hat es jetzt eher weniger gestört mit den Endschaltern. Ich habe es mir selber schnell gebaut innerhalb von 5 Minuten. Oder wie gesagt dann später mit einer 3D-Druckdatei. Auch den Platinenhalter oben, dass eine extra Platine dabei ist. Und den man eigentlich dann hier, ich sage jetzt mal, mit Kabelbindern festmachen muss. Ja, ist machbar, aber wie gesagt, wer einen 3D-Drucker hat, kann sich das gerne selber drucken. Dann ist es überhaupt kein Problem. Also mich persönlich stört es jetzt nicht, aber es könnte den einen oder anderen vielleicht doch stören, dass es einfach jetzt nicht mitgeliefert wurde oder dass nichts in der Bedienungsanleitung drin steht über dieses Thema hier mit diesen Endschaltern. So meine Lieben, schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare rein, wie ihr diesen Laser findet, was ihr überhaupt für eine Meinung darüber habt. Würde mich mal echt interessieren. Ihr könnt da unten alles reinballern, damit unterstützt ihr den Kanal einfach und vergesst auch einen Daumen nicht und das Abo natürlich auch nicht und die kleine Glocke nicht vergessen. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach zum Fazit des Lasers. Ich persönlich bin eigentlich schon positiv angetan. Also ich kann hier einfach Sachen lasern, die ich mit dem Diodenlaser nicht machen kann und ich muss mir jetzt keinen
keinen Faserlaser kaufen, sondern ich kann mit diesem Infrarotlaser von Atomstack, den R30, relativ gut auch diese Materialien einfach hier gravieren, die ich vorher nicht gravieren konnte oder beziehungsweise nur mit Tricks markieren konnte. Also mir persönlich gefällt er gut. Die Sachen, die mir nicht gut gefallen, haben wir ja schon erwähnt. Das Ganze war für mich jetzt aber hier weniger das Problem, weil ich schon der kleine Bastler bin, der das dann auch irgendwie lösen kann. Aber sonst würde ich sagen, ist es schon toll für die Leute, jetzt Achtung Leute, für die Leute, die jetzt keine Serienfertigung machen wollen, weil bei Serienfertigung dauert es einfach zu lang. Da müsst ihr dann doch auf einen Faserlaser gehen hier, der dann wirklich hier innerhalb von ein paar Sekunden alles runterbrutzelt. Das funktioniert mit dem nicht wirklich, weil wir hier einfach zu lang warten müssen, bis das Ganze fertig ist. Aber sonst hier, ich sage jetzt mal im Hobbybereich, ist es überhaupt echt ein mega tolles Gerät und ich bin wirklich positiv angetan. Ich werde euch natürlich unten in der Videobeschreibung alles, was ich hier verwendet habe, auch vom Material und diesen Laser und alles andere, werde ich euch natürlich unten auch nochmal verlinken. So, jetzt aber nochmal, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht und ich wünsche euch schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.